Einen besinnlichen 19. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Heute am 4. Advent ist es soweit. Ich wollte nochmal den schwimmenden Adventskalender testen. Ich habe ja am 10. einen Stern ausgepackt von der Mirjam, der so aussieht, so. Und da war ein Zettel bei und da stand, er kann schwimmen. Und deswegen haben wir hier heute unseren schwimmenden Adventskalender aufgebaut. Bin gespannt. Ich habe lange experimentiert. Okay, ich packe mal meine Box aus. Hier meine also meine Adventskalenderbox. Heute vom 19. Das ist hier diese Schokoladenverpackung und du wirst es nicht glauben, da passt auch Pudding rein. Bei mir ist Pudding drin. Ja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht mache ich ja dann demnächst mal eine Puddingverpackung. Der würde so auch reinpassen, aber man könnte das ja noch so machen, dass man hier den schönen Text drauf sieht. Okay, der kommt erstmal beiseite. Wenn du die Box noch nachbasteln möchtest, weil du Schokolade Heiligabend verschenken möchtest, ich verlinke dir die Anleitung natürlich. Wie üblich hier oben beim i. Da ist das i, da ist der Finger. Ja, wollen wir es wagen? Also, ich habe ja erst keine Schwimmkerzen besorgt gehabt, also ich habe keine gekriegt, dann habe ich mir welche organisiert, dann sind die hier. Dann habe ich die noch ein bisschen farblich, dachte ich mir, so ganz weiß hat jeder. Also habe ich die vorhin noch in meiner Kerzenwerkstatt eine Runde eingefärbt. Sollte eigentlich Feuerrot werden. Jetzt ist es hier dieses, wenn ich sagen, Schlüppi-Rosa, aber es ist doch, ja, es geht, ne? Es passt vor allem zu der Decke. Zu der Decke erzähle ich euch noch was. So, das ist jetzt der Stern von Mirjam. Und jetzt erzähle ich euch Folgendes, was mit meinem Stern passiert ist. Und damit das hier nicht passiert, guck mal, mein Stern beim Testen, der ist ein bisschen, hat gelitten. Also, es funktioniert. Es ist nicht die Sache, dass es nicht funktioniert, es funktioniert. Das Problem ist nur, ihr kennt ja wieder meinen Text von wegen Brandmeister. Meine Idee ist, damit hier nichts anbrennt und die Zacken schön drin bleiben, lege ich meinen Stern einfach so rum rein. Und wenn ich den so rum reinlege, muss man die ganze Zeit schauen, was passiert. Dann läuft das ganz gut. Man könnte natürlich hier auch nochmal diese Flügelchen so ein bisschen auseinanderdrücken. Dann schwimmt der noch eine Runde besser. Geht also auch. Also wir kriegen auch 2 unter, aber wie gesagt, ich habe ja gleichzeitig versprochen, ich lese euch noch eine Geschichte vor. Und zwar die Geschichte von dem kleinen Täschchen Advent to go bzw. Auszeit im Advent. Da wurde ich gefragt, was da wohl für eine Geschichte drin wäre. Ja, und die lese ich euch zu, weil die passt heute. Die passt zu diesem Adventskranz ab 4. Advent. Wisst ihr eigentlich, wo der Adventskranz seinen Ursprung hat? Das, was ich dazu recherchiert habe, das weiß ich auch schon aus meiner Kindheit, weil das Papa erzählt hat. Der Adventskranz, der gehört ins Raue Haus nach Hamburg, und zwar zu Johann Wiechern. Der hat den für die Kinder erfunden, damit die Zeit bis Heiligabend nicht so lange dauert. Und der ursprüngliche Adventskranz war ein Rad, hat auch was mit der Endlichkeit zu tun. Und da waren Kerzen drauf, und zwar für jeden Tag bis Heiligabend. Nur die Adventskerzen für die Adventssonntage, die waren rot, die anderen waren weiß, die Adventssonntage waren rot. Also 4 Adventssonntage, 4 rote Kerzen und das andere waren weiße Kerzen. Und dann wurde jeden Tag angezündet ein Licht und bis Heiligabend. Genau, das ist der Ursprung. So, jetzt kommt zu dem Adventskranz die Geschichte aus meiner Auszeit im Advent. Und weil ich die im Internet rauf und runter an ganz vielen Stellen gefunden habe, wie sie ja original oder abgewandelt ist, gehe ich davon aus, dass da kein Verfasser ist, dem ich jetzt auf die Füße trete. Früher mal mit meiner Kindergruppe dazu ein Musical aufgeführt mit den 4 Kerzen im Advent. Fällt mir ein, also selbst da wurde es schon weitererzählt. So eine Geschichte, die ist sich praktisch immer weiter erzählt. Ja. Die 4 Kerzen vom Adventskranz. 4 Kerzen brannten am Adventskranz und draußen war es ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit.
Doch die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Und ihr Licht wurde kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Es hat keinen Sinn, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen, denn die Menschen sind zu Egoisten geworden. Sie sehen nur sich selbst und sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte: Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst. Denn solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden, Glauben und Liebe wieder zum Leben. Ja, das war die Kerzengeschichte zu den 4 Kerzen im Advent. Muss der Brandmeister das Streichholz da beiseite legen. Hat ja wunderbar geklappt hier. Und jetzt würde ich sagen, die Sterne des Tages und die Geschichte zur Decke bedeutet natürlich, ich räume den jetzt mal beiseite, so dass ich den hier nicht anbrennen. So, das ist natürlich heiter da unten, ne? Ich puste den mal aus. Moment, der Brandmeister, bin gleich wieder da. So, haben wir. Die Decke. Die Decke habe ich von, ja, wahrscheinlich von Gundula. Genau, die Decke habe ich von Gundula. Und Tee habe ich auch aus dem Paket von Cordula. Quatsch, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Von Gundula, von Elfrun und von Petra. Ja, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, und da kommt die Decke her und da steht drauf: Für deine Mühe vielen lieben Dank. Liebe Grüße von Gundula. Und das Tuch ist zum Stirnabtupfen. Ja, und ihr glaubt nicht, wie oft ich das jetzt zwischendurch gebraucht habe. Sei es beim Packen der Sternenpost, beim Sortieren und zur Post bringen und beim Überlegen, wie man Lösungen findet, oder während der Videodrehzeit. Und wir sind ja jetzt wirklich relativ nah am Ende. Bis jetzt ging ja alles soweit gut. Schauen wir mal, wie das Ende wird. Ja, das ist das Tuch und wie gesagt, wurde gebraucht ohne Ende. Tee, der ist als nächstes dran. Ich habe jetzt allen aufgetrunken, den ich hier noch rumkullern habe. Also auch dafür herzlichen Dank. Ja, das ist der Gruß nach Thüringen, weil heute, ich will nicht sagen, sind Thüringer Wochen, aber doch nah dran. Wir haben erstmal den Afrika-Adventskalender von Cordula. Und dann haben wir Sternenpost von Petra, von Gundula, von Dagmar und von Elfrun. So, und das liegt schon mal da, aber jetzt greifen wir erstmal hier rein. Ja, das Stillleben auf den Tisch bauen. So, was haben wir denn hier für ein Zitat aus dem Afrika-Kalender? Das Sprichwort der Chi. Wer auf einen Baum klettern will, fängt unten an, nicht oben. Jo, da bin ich bei. Aber auch wieder schönes Bild. Und wie immer kommt das auf meinem Blog und ihr könnt dann noch mal ein bisschen lesen über die Chi. Ja, und hier denke ich jedes Mal drüber nach, warum habe ich da noch keine Halterung gebaut. Also muss die Schere wieder. Da kann es wieder keiner lesen, aber ist so. Okay, jetzt die Sterne. So.
Petra kommt aus Bad Langensalza in Thüringen. Also heute ist fast Thüringen-Tag, aber nur fast. Aus Bad Langensalza in Thüringen und wir kennen uns schon ziemlich lange. Und Gundula kenne ich noch länger, kommt aus Tonna. Auch das ist in Thüringen am Fuße des Thüringer Beckens, also Thüringer Wald. Schöne Gegend. Um die Ecke habe ich mal gewohnt. Genau, und da bunt gemischt kommt von Elfrun, der Schwester von Gundula, ebenfalls aus Tonna und gehört in mein Demo-Team. Und dann ist noch dazwischen von Dagmar, ganz neu dabei, Dagmar kommt aus Marienberg. Das liegt in Sachsen im Erzgebirge und hat diesen Stern, der hier drin ist, den hole ich gleich raus, uns noch gebastelt. Okay, dann schauen wir doch mal bei Petra. Diese schöne Karte und einen schönen Gruß drauf und da freue ich mich immer. Vielen Dank. Und dann haben wir die Banderole und da wurde eine ganz besondere Sternenverpackung gebastelt, nämlich eine Boxcard. Das ist eine witzige Idee, da den Stern reinzupacken, das ist lustig. Cool. Ich glaube, Petra hat auch schon sehr früh angefangen zu basteln im Jahr. Und dazu gibt es diese Sternenkarte und da ist der Stern aufgestickt. So, zeige ich mal. Ja, und die Könner unter den Stickern, die wissen, das sieht dann vorne und hinten gleich aus. Ja. Tolle Sternenidee, vielen Dank. Und lieben Gruß an Petra. Gundula hat uns einen Stern gefaltet. Nachdem sie letztes Jahr einen Teebeutelstern gemacht hat, hat sie diesen schönen Faltstern für uns gemacht. Der ist auch auf beiden Seiten wenig verschieden mit 2, 4, 6, 8 Zacken. Schön ineinander gefaltet mit Notenpapier und diesem Weinrot. Total edel. Schöne Tüte außen drauf. Und hier, was ist das? Ist das für mich oder für alle? Das ist eine Weihnachtsfabel. Die ist wahrscheinlich bei euch allen drinne. Die hatten wir zwischendurch auch schon mal. Fragt mich nach der Geschichte, da ich wieder die Quelle nicht genau weiß und wir heute auch schon lange Geschichte hatten, wird die dann hier nicht vorgelesen, aber ihr könnt mich da gern fragen. Und dann hätten wir hier von Dagmar, das ist auch was Tolles überlegt. Habe ich mir das Wort wieder nicht hingeschrieben. Und zwar hier ist dieser Stern, der ist geschnitten und ich denke, ich habe das Wort nicht. Ich habe es wieder vergessen. Ich mal so, das ist so ein, ist es Muschelkalk oder nicht? Ehe ich mich hier wieder schlagen lasse. Letztens bin ich da schon mal aufgeklärt worden, aber ich habe das ja mir nicht vermerkt. Das Wort ist komplett weg. Also, eventuell schreibe ich das noch drunter oder fragt einfach oder wenn ihr es wisst, klärt mich auf. Es gibt Sachen, wenn ich die nicht auf meiner Festplatte speichere oder mir irgendwo hinschreibe, weg, futsch, fort. Kommt hier auf das Säckchen. So. Und der Briefumschlag auch so schön gestaltet von Gundula, hier mit dem Engel. Es gibt also Engelpost in der Fraktion bunt gemischt. Gibt es da dieses Engelchen. Und ihr seht schon, in der Herstellung ist das aus Toilettenpapierrollen. Genau. Und dann aber aufgemotzt mit einem Stern. Goldenen Glitzerstern auf beiden Seiten. Diese schöne, schnelle Idee, die man gut nachbasteln kann. Ja, kommt von Elfrun. Vielen Dank. Und da ist noch ein Brief bei. Ein Wunsch. Ich wünsche dir für diesen Advent einen Engel, der deinen Namen kennt. Einen Engel, der schützend hinter dir steht und dich hält, wenn der Winterwind stärker. Einen Engel, der deine Welt heller macht und der über dich und dein Leben wacht. Herzlichst, Elfrun. So, das war die Sternenpost heute am 4. Advent. Meinen Adventskranz mache ich nachher vielleicht nochmal an. Vielleicht ist das ja eine Idee für euch. Den Stern, der im Adventskranz war, den haben wir am 10. Dezember. Den verlinke ich dann natürlich da oben beim i auch nochmal. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Restabend vom 4. Advent und freue mich, wenn wir uns morgen Abend 18 Uhr wiedersehen. Bis dahin kannst du die Anleitungen und Ideen hier auf meinem YouTube-Kanal angucken, rauf und runter. Meinen Kanal natürlich gerne abonnieren, liken, mich auf den sozialen Netzwerken finden, suchen, mit dem Hashtag Stempelfamilie zum Beispiel. Dann sehe ich, was du bastelst. Das ist auch schön, wenn wir uns vernetzen. Ja, ich freue mich auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.